Hallo und herzlich willkommen zum Montagevideo des MEPA-Montagerahmen SF Acryl. Zuerst werden die vormontierten Elemente mit den Schienen verbunden. Schieben Sie die Profile hierzu auf die Eckwinkel und setzen Sie das zweite vormontierte Element darauf auf. Die Größeneinstellung kann durch einfaches Ausziehen stufenlos bis 120 cm erfolgen. Für Größen ab 100 cm wird ein Erweiterungsset mit 4 weiteren Füßen benötigt. Nun kann der Montagerahmen in die Wanne eingelegt werden. Danach werden die Abstandshalter in die Profile eingeklickt. Mit den 2 roten Abstandshaltern wird die Position des Abflusses markiert. So ist gewährleistet, dass der Montagerahmen immer gleich in die Duschwanne eingelegt wird. Zusätzlich wird durch den Abstandshalter der notwendige Abstand zwischen Rahmen und Wanne sichergestellt. Jetzt den Montagerahmen an die Wannengröße anpassen. Dazu diesen gegen den inneren Wannenrand ausziehen. Ziehen Sie die Schrauben fest an. Sollte sich im Eckbereich ein Hindernis befinden, können Sie die mitgelieferte Ecktraverse montieren. Demontieren Sie hierzu in der gewünschten Ecke den Fuß samt Gewindestange. Montieren Sie diesen Fuß anschließend mit den enthaltenen Unterlegscheiben und Muttern in der Ecktraverse. Diese wird auf den Eckwinkel aufgelegt und fest verschraubt. Der Fuß kann jetzt bewegt und gekontert werden. Als nächstes wird der Auflagepunkt im Eckbereich des Rahmens an den Wannenuntergrund angepasst. Drehen Sie die Schraube so weit runter, dass sie den Wannenuntergrund berührt und sich der Rahmen leicht anhebt. Kontern Sie die Schraube. Die Höheneinstellung wird durch die mitgelieferte Schieblehre auf die anderen Eckpunkte übertragen. Dadurch wird der Montagerahmen zuerst zu dem unebenen Wannenuntergrund ausgerichtet. Anschließend kann der Rahmen zum Boden ausgerichtet werden. Wenn die Duschwanne später auf den Rahmen gelegt wird, bilden diese eine stabile und ausgerichtete Einheit. Im nächsten Schritt werden die 4 Eckfüße grob an die gewünschte Höhe angepasst. Wählen Sie hierzu die passenden Adapterhülsen. Die Feineinstellung erfolgt später über die Gewindestange. Im Anschluss wird der Easylift mittig unter der Duschwanne montiert. Dieser wird in der Höhe ca. 10 mm niedriger eingestellt als die Eckfüße. Beachten Sie dabei die Wannentiefe. Bei Acrylwannen wird der Easylift mit den beiliegenden Schrauben befestigt. Beachten Sie dabei die Länge der Schrauben. Damit der Easylift später zum Boden ausgefahren werden kann, wird die rote Kordel abgerollt und durch die Ablauföffnung gelegt. Zur Fixierung der Kordel auf der Wannenoberseite können Sie das beiliegende Klebepad nutzen. Die Abstandshalter, die später zum Fußboden zeigen, können an der Sollbruchstelle gekürzt werden. Die Abstandshalter zur Wand werden auf die benötigte Länge gekürzt. Dieses Maß hängt zum Beispiel vom Wannenabdichtband sowie Schalldämmband ab. Markieren Sie dieses und kürzen Sie die Abstandshalter. Anschließend können die Klickfüße vorbereitet werden. Diese sollten in der Höhe ebenfalls ca. 10 mm niedriger eingestellt sein als die Eckfüße. Dies erleichtert später das Ausrichten der Wanne. Drehen Sie die Füße mittig in die Profile ein. Positionieren Sie jetzt den Montagerahmen. Durch Drehen der Füße wird die finale Höhe eingestellt und der Rahmen in Waage gebracht. Hierzu zunächst nur die 4 Eckfüße einstellen. Wichtig, im Anschluss die Konterschrauben festziehen. Die Eckfüße werden jetzt mit den Bodenlaschen am Boden fixiert. Anschließend werden die anderen Füße zum Boden heruntergedreht und gekontert. Bereiten Sie jetzt das Verkleben vor. Füllen Sie die Stifte der Klickfüße bis oben mit dem 2-Komponenten-Kleber.
Anschließend wird der PU-Kleber auf die Eckpunkte aufgetragen. Füllen Sie als nächstes die rote ADS-Kappe des EasyLifts von innen mit PU-Kleber. Dieser wird anschließend auch von außen auf die Kappe aufgebracht. An den Klebestellen muss die Wandunterseite gründlich von Staub, Schmutz sowie Fettrückständen befreit werden. Die Duschwanne jetzt auf den Rahmen legen und vorsichtig absenken. Abschließend wird der EasyLift ausgefahren. Ziehen Sie hierzu an der roten Kordel, bis Sie einen Widerstand spüren. Dann ist der EasyLift am Boden angekommen. Beschweren Sie die Wanne für mindestens 6 Stunden mit 50 Kilo.